The sun is shining beautifully. Die Sonne scheint wundervoll. Promises to be a great day. Es verspricht ein schöner Tag zu werden. Today I'm going to spend a little time looking at the Godhead. Heute möchte ich ein wenig Zeit darauf verwenden, dass wir uns noch einmal die Gottheit anschauen. Looking some more at it. Wir möchten noch mehr uns betrachten. Because last night I tried to show that when you look at the Bible in a simple, straightforward way, Denn gestern Abend habe ich versucht aufzuzeigen, wenn wir uns die Bibel auf eine ganz einfache und direkte Art und Weise anschauen, the evidence is overwhelming die Beweise uns überwältigen. that the God of the Bible is a Father. Darüber, dass der Gott der Bibel unser Vater ist. I just need to explain something at the beginning before I look at today's subject. Bevor wir uns das heutige Thema betrachten, möchte ich aber zunächst einmal etwas erklären. The word God is not always used in the same way. Das Wort Gott wird nicht immer auf dieselbe Art und Weise gebraucht. In the Bible, it is sometimes used with at least two different meanings. In der Bibel wird dieses Wort mindestens mit zwei Bedeutungen verwendet. In one instance, it refers to having the nature of divinity. Zum einen wird das Wort gebraucht mit der Bedeutung, dass es sich auf die göttliche Natur bezieht. When a person has the nature of divinity, Wenn jemand die Natur der Göttlichkeit besitzt, then this person must be God by nature. dann muss diese Person Gott der Natur nach sein. If I might explain what I mean. Ich möchte erklären, was ich meine. I am human by nature. Ich bin Mensch von Natur aus. A dog is an animal by nature. Ein Hund ist ein Tier der Natur nach. An angel has an angelic nature. Und ein Engel hat die Natur eines Engels. And there's a level above angels. Und es gibt eine Ebene über den Engeln. It's the divine nature or the God nature. Und das ist die göttliche Natur oder die Natur Gottes. So those at the lowest level, they are animals. Und die Lebewesen auf der niedrigsten Stufe, das sind Tiere. Next you have humans, Dann haben wir die Menschen, then angels, und dann die Engel. and at the top is divinity. Und ganz oben an der Spitze ist die Göttlichkeit zu finden. And in this sense you could say there's more than one God. Und in diesem Sinne können wir sagen, es gibt mehr als nur einen Gott, Because there are two beings who possess this nature. weil es zwei Wesen gibt, die diese Natur besitzen. But when the Bible insists that there is only one God, Aber wenn die Bibel darauf besteht, dass es nur einen Gott gibt, is it speaking about the nature of divinity? dann ist hier dann die Rede von der göttlichen Natur? No. Nein. It is always speaking about who is the supreme being in the universe. Sondern dann ist die Rede davon, wer das höchste Wesen im ganzen Universum ist. Are there two supreme beings? Gibt es zwei höchste Wesen, allerhöchste Wesen? Absolutely not. Nein, absolut nicht. There are not two who are the source of all things, or three. Es gibt nicht zwei oder drei, die allesamt der Ursprung von allem Dasein sind. There is only one being who is the great source of all. Sondern es gibt nur ein einziges Wesen, welches der Ursprung allen Daseins ist. And so in this sense, there is only one God. Und in diesem Sinne gibt es nur einen Gott. And this is the great meaning of the Bible when it insists that there's only one God. Und das ist die große Bedeutung, die die Bibel herausstellen möchte, wenn sie immer darauf besteht, dass es nur einen einzigen Gott gibt. This morning I want to look a little more closely at Jesus. An diesem Vormittag möchte ich, dass wir uns Jesus ein wenig näher anschauen. And my title is The Seed of the Woman. Und der Titel des Vortrags lautet Der Same der Frau. I think we're going to have to go very slowly and very carefully. Und ich glaube, dass wir ganz behutsam und langsam vorgehen sollten. Because there are some ideas that are technical to explain. Weil es einige Vorstellungen gibt, die wir verstehen müssen, die recht technisch sind und die wir
sorgfältig verstehen sollten. But I believe understanding will be a great blessing. Aber ich glaube, wenn wir dieses Thema dann zum Schluss verstehen, dann werden wir einen großen Segen daraus entnehmen können. Because there is a lot of confusion about who Jesus really was. Weil es sehr viel Verwirrung darüber gibt, wer Jesus wirklich ist. Even among Christians who say he was the Son of God. Selbst unter Christen, die sagen, er war der Sohn Gottes hier auf Erden. The Bible describes Jesus as being the Son of God 3 different occasions. Die Bibel beschreibt Jesus als den Sohn Gottes an 3 verschiedenen Stellen. 3 different ways. Auf 3 verschiedenen, auf 3 verschiedene Weisen. Firstly, he was God's son because he was begotten of God in the ages before the world was created. Zunächst einmal wird er als der Sohn beschrieben, als der Sohn Gottes. Bevor irgendetwas geschaffen wurde, war er zusammen mit dem Vater. So he was God's son before he came to this earth. Und er war also der Sohn Gottes, bevor er zu dieser Erde, auf diese Erde kam. Secondly, he became God's son when he was conceived in Mary's belly by the Holy Spirit. Es gibt einen zweiten Sinn, in dem er der Sohn Gottes wurde, und zwar in dem Moment, als er im Bauch der Maria empfangen wurde. That's the second way he became God's Das ist son. die zweite Art und Weise, wie er zum Sohn Gottes wurde. And he became the Son of God again in a third sense. Und dann wurde er auf eine dritte Art und Weise der Sohn Gottes, when he was resurrected from the dead. Als er von den Toten auferweckt wurde. The Bible teaches all 3 things. Die Bibel lehrt alle 3 Tatsachen. And many times people will look at the verse that says he became the Son of God by being resurrected from the dead. Und sehr oft sehen sich Christen diesen Vers an, wo gesagt wird, dass er zum Sohn Gottes wurde bei seiner Auferstehung. And they will say that's when he became God's son. Und sie sagen, da wurde er zum Sohn Gottes. But before that he was God himself. Aber davor war er Gott selbst. But the Bible teaches that before the world was, he was already the Son of God. Aber die Bibel lehrt deutlich, dass noch vor seiner Menschwerdung und bevor es noch die Welt gab, er bereits der Sohn Gottes war. So we need to understand these 3 senses in which he was the Son of God. Und deswegen müssen wir diese 3 verschiedenen Arten oder diese 3 verschiedenen Weisen verstehen, auf denen er der Sohn Gottes war. I'm going to try to remind us of those of us who were here over the past few years. Diejenigen von euch, die die vergangenen Jahre hier waren, I'm going to try to refresh our minds some of the ideas we have looked at already. Für die möchte ich gerne die Dinge wiederholen und es auffrischen, was wir durchgenommen haben. But I'd like to look a little more closely at some aspects. Aber ich möchte, dass wir uns ein wenig näher die Dinge diesmal betrachten. Now let's start with one great fundamental point. Lasst uns zunächst einmal eine grundsätzliche, wichtige Tatsache untersuchen. I was talking to somebody recently. Ich sprach vor kurzem mit jemandem. And they asked me the question that troubles a lot of people. Und diese Person stellte mir die Frage, die viele Menschen sehr beschäftigt und sehr beunruhigt. He said 70,000 children suffer and die. Is it every week or every day? I forget. Er sagte zu mir, ungefähr 70.000 Kinder sterben täglich oder wöchentlich. Ich bin mir nicht mehr sicher. He said, you look at the world. Und er sagte, du siehst in die Welt hinein. And you see the innocent suffering constantly. Und du siehst, wie die Unschuldigen ständig leiden. And you look at the evil that seems to prosper. Und wir sehen, wie scheinbar das Böse gedeiht und wächst. And you ask, where is God? Und man stellt sich die Frage, wo ist Gott? How can God be a God of love and children die in fires or they are abused by perverts? Wie kann Gott der Liebe sein und gleichzeitig werden Kinder missbraucht oder sterben im Feuer oder erleiden einen schrecklichen anderen Tod? Where is God when innocent people are being murdered? Wo ist Gott, wenn unschuldige Menschen ermordet werden? And this was a question, and it's a question I've heard many agnostics and atheists propose. Und das ist die Frage, die ich von vielen Atheisten und Agnostikern stets höre. But you see, many of these people will acknowledge that there is some kind of God. Die meisten Menschen würden zugeben, dass es irgendeine Art von Gott gibt. You have to believe
if you have any intelligence at all. Du musst das glauben, wenn du auch nur die Spur von Intelligenz besitzt. That we didn't just happen. Dass die Dinge nicht einfach nur so geschehen sind. Like one witty person said. One smart person said. Okay. Wie ein kluger Mensch einmal gesagt hat. In an age before time. In einem Zeitalter vor der Zeit. In a place before space. In einem Raum vor dem Raum. Out of nothing. Aus dem Nichts. And out of nowhere. Und aus nirgendwo. Came the Big Bang. Kam der große Knall. I don't know what you call that kind of faith. Ich weiß nicht, wie man solch einen Glauben benennen möchte. But when you stop and sit down and think. Aber wenn man mal innehält und sich hinsetzt und darüber nachdenkt. There is some great designer who lives. Dann erkennt man, dass es einen großen Designer, eine Person, die alles entworfen hat. I am proof of it. Ich bin ein Beweis dessen. Why do I have these feelings, these desires? Warum habe ich diese Gefühle, diese Sehnsüchte in mir? Why do I long for something better? Warum sehne ich mich nach etwas Besserem? Why am I like this? Warum bin ich so? My very existence requires a great designer. Meine Existenz an sich beweist, dass es irgendwo einen großen Gott geben muss, der alles entworfen hat. And if such a being exists, it brings something clearly to our mind. Und wenn es solch ein Wesen wirklich gibt, dann erkennen wir etwas. The universe is not just a place of molecules and atoms. Dass das Universum nicht nur ein Ort von Molekülen und Atomen ist. It's not just a physical or chemical place. Wir sprechen hier nicht nur von einer chemischen und physischen Dasein, wenn wir in das All hinausblicken. The most essential truth about the universe. Das Wichtigste am Universum, die wichtigste Wahrheit an diesem Universum is that it is a moral place. Ist, dass es ein sittlicher Ort ist, ein moralisch geschaffener Ort ist. There are moral issues involved in what is happening in this universe. Es gibt moralische Dinge, die involviert sind in diesem Universum. If this is not true, wenn das nicht wahr ist, there's no way to explain how a God of love can allow the things that are happening today. Dann gibt es auch keine Möglichkeit für uns zu erklären, warum ein Gott der Liebe solche Dinge geschehen lässt, wie sie geschehen in der Welt. If it is all about moving molecules and physics, wenn es nur wirklich darum geht, dass dort Moleküle umherschwimmen und physische Gesetze zugange sind, then the next time a murderer is killing an innocent person, dann müssen wir schlussfolgern, dass das nächste Mal, wenn wir sehen in den Nachrichten, dass ein Unschuldiger umgebracht wurde von einem Mörder, apply some physics and smite him dead. Dann sollten wir einfach physische Regeln anwenden und ihn totschlagen. But God cannot do it. Aber Gott kann es nicht tun. Because it's not just about physics and energy. Denn es geht hier nicht nur um Energie und Physik. There are moral issues involved. Es gibt moralische Implikationen, die dort auftauchen. And because God is a moral being, und weil Gott ein sittliches oder moralisches Wesen ist, he must live by moral principles. Muss er gemäß moralischer Prinzipien leben. The greatest moral principle that underlies our existence. Das größte moralische Prinzip, das unserer Existenz unterliegt, is a principle of freedom. Ist das Prinzip der Freiheit. Maybe I should even write that on the board because it's so important. Vielleicht sollte ich das an die Tafel schreiben, weil es so wichtig ist. Freedom is a great foundation. That's what I was taking so long to say. Das ist es, was ich in dieser Einleitung eigentlich sagen wollte.
True freedom means the freedom to leave me to be what I want to become. Wahre Freiheit bedeutet, dass mir überlassen wird, was ich werden möchte. To leave me free to even become the devil. Dass ich die Freiheit dazu habe, selbst der Teufel zu werden, wenn ich es will. And when God leaves you free and you make your choice, Und wenn Gott dir diese Freiheit überlässt und dir die Wahl gibt, God has to respect that choice. dann muss er deine Entscheidung respektieren. And he has to abide by the choice he has given you. Und er muss deine Entscheidung akzeptieren und annehmen und nicht eingreifen. He can't interfere with it. Er kann da nicht eingreifen. Otherwise he'll be untrue to his own moral principle. Ansonsten würde er sein eigenes moralisches Prinzip verletzen. This understanding brings sense to what is happening. Und dieses Verständnis bringt nun plötzlich eine Erklärung in die Sache, warum die Dinge so geschehen, wie sie geschehen. I'm going to touch on that a little bit, not in detail. Ich möchte noch etwas berühren, nicht detailliert, aber But I'd like to look at the choice that man made in the Garden of Eden. ich möchte mir die Entscheidung anschauen, die der Mensch im Garten Eden getroffen hat. Superficially it looks like this. Oberflächlich sieht das so aus. God said, don't eat the fruit. Gott sagte, isst nicht von dem Baum, isst nicht von den Früchten des Baums. Man takes the fruit. Der Mensch nimmt aber die Frucht. God says, I'm going to put you to death. Gott sagt, ich werde dich töten. You stole my fruit. Du hast mir die Frucht gestohlen. What am I going to do without my fruit? I'm going to put you to death. Was tue ich nun ohne meine Frucht? Ich muss dich töten. Superficially, that's the way the story appears. Oberflächlich scheint einem die Geschichte so auf einen zu wirken. But when you think about it, you recognize it wasn't about a fruit. Aber wenn wir uns die Sache tiefer anschauen, tiefgehender, dann erkennen wir, dass es gar nicht um die Frucht ging. I mean, if God even valued the fruit that much, Wenn es Gott so sehr um die Frucht ging, wenn sie ihm so viel bedeutete, he could have created 1,000 more in a second. hätte er in einer Sekunde 1000 mehr davon schaffen können. We understand there was more involved. Wir verstehen also, dass es um viel mehr ging. The fruit was an opportunity for man to be free. Die Frucht gab dem Menschen die Möglichkeit, Freiheit zu schmecken, frei zu sein. God created the man good, Gott schuf den Menschen als gut. but he had to be free to be bad if he wanted to be. Aber er musste die Freiheit besitzen, böse werden zu können, wenn er es wollte. If you are born in a box, Wenn du in einer Schachtel geboren wirst, outside the box there is a red wall, und außerhalb dieser Schachtel gibt es eine rote Mauer. and you're locked in this box. Okay, du lebst also innerhalb dieser roten Mauern und bist in dieser Schachtel mit roten Mauern verschlossen. Du kannst nicht hinaus. And you're told Und man sagt dir, you're free to do anything you want, du kannst tun und lassen, was du willst. Du hast die Freiheit. but don't touch the red wall. Aber berühre nicht die rote Mauer. Are you free to touch the red wall? Hast du die Freiheit, die rote Mauer zu berühren? Well, my point was not well made because our brother is saying yes. Okay, meine Illustration hat fehlgeschlagen, denn ihr sagt ja. Remember, I'm saying you're locked in this box. Okay, it was you? wrong translation. It was me. Okay, ich versuche noch einmal. Also jemand lebt in einer Schachtel und außerhalb dieser Schachtel gibt es die roten Mauern. Aber er kann aus dieser Schachtel nicht heraus. Und jetzt sagt ihm jemand, du darfst die rote Mauer nicht berühren, sonst darfst du alles tun. You're not free to touch. You're not free. Hast du dann die Freiheit, die rote Mauer zu berühren? So if I say, don't touch the red wall, or don't choose to go near that wall, Würde ich dir dann sagen, berühre nicht die rote Mauer oder geh auch nicht einmal in die Nähe, you will never touch it. würdest du es eh nie schaffen können. But not because you choose, Aber nicht, weil du die Freiheit dazu hast und du entschieden hast, die rote Mauer nicht zu berühren, but because you are incapable of choosing. sondern weil du unfähig bist, die rote Mauer zu berühren. Du kommst ja gar nicht dorthin. So when God made man good, Als Gott also den Menschen gut erschaffen hatte, because God is a God who builds on the principle of freedom, und weil Gott ein Gott ist, der auf dem Prinzip der Freiheit aufbaut, God had to leave man free
to be evil. musste Gott den Menschen die Freiheit überlassen, das Böse zu wählen und böse zu werden. And he had to give man the opportunity to choose to be evil. Er musste ihm auch die Möglichkeit geben und ihm überlassen, dass er wählen kann, böse zu werden oder nicht. If the tree was not there, Wäre der Baum nicht in der Mitte des Gartens gewesen, man could never have done anything evil. hätte der Mensch nie etwas Böses tun können. He could not commit adultery. Er hätte nie Ehebruch begehen können. He could not steal. Er hätte nie stehlen können. Everything belonged to him. Alles gehörte ihm. There was no opportunity for him to do wrong, so God put the tree there to give him an opportunity. Es hätte absolut nicht die Möglichkeit für den Menschen gegeben, Böses zu tun oder diese Dinge zu tun. Deswegen hat Gott den Baum in die Mitte des Gartens gesetzt. Because you're not free unless you have the opportunity. Denn du bist nicht frei, es sei denn, du hast die Möglichkeit zu wählen. That's why Jesus does not talk to us sometimes. Aus diesem Grund spricht Jesus auch nicht zu uns manchmal. Because if he talks to us in a clear voice, Denn wenn er zu uns mit einer klaren Stimme sprechen würde, we are so scared we will never do it. wir wären so voller Furcht, dass wir es nie tun würden. But he wants us to do it from a free heart, from a free choice. Er möchte, dass wir es aus freier Entscheidung und aus entspannter Freiheit tun. Now understand, when man chose to take the fruit, Wie ich verstehe, als der Mensch sich dazu entschied, die Frucht zu nehmen, he was not just choosing to eat a fruit. entschied er sich nicht nur lediglich eine Frucht zu essen, He was choosing a new principle into his existence. sondern er entschied sich, ein neues Prinzip, ein neues System in seinem Leben aufzunehmen. He was saying, I can manage without God. Er sagte zu Gott dadurch, Gott, ich kann ohne dich auskommen. We can see this. This is why it was so serious. Wir können also das erkennen. Deswegen war die Angelegenheit so wichtig und so gefährlich und, was ist das Wort? So einschneidend, so, okay. Hat Eva wirklich das so gedacht? Ich denke eher... Is it really so? Did Eve really think this way? No. Nein. No. She never thought that. Sie hat das nie gedacht. That's the problem. Das ist das Problem. Even today, Selbst heute, when I look at something that I know is wrong, wenn ich mir etwas anschaue und ich weiß, es ist falsch, and I go for it, und ich gehe, um es mir zu holen, do I stop to think, I'm cutting myself off from God? überlege ich mir in dem Moment, ich schneide mir meine Beziehung zu Gott ab I'm destroying my own spirit. und zerstöre meinen eigenen Geist. If I thought this, I would never do it. Wenn diese Gedanken in meinem Kopf wären, würde ich es nie tun. But it's the truth. Das ist die Wahrheit. And I'm actually in this moment pushing God one side. Aber in diesem Moment, wenn ich diese Entscheidung treffe, ob ich es weiß oder nicht, ich dränge Gott auf eine bestimmte Seite. I am demanding and taking control of myself. Ich dränge ihn beiseite und nehme die Kontrolle über mein eigenes Leben in meine eigenen Hände. God is not permitted to rule at this point. Ich erlaube Gott nicht in dem Moment über mir zu herrschen. This is actually what happened. Und genau das geschah. And you have to understand, because at this time there was a new principle introduced into the universe. Was wir verstehen müssen, ist, dass in dem Augenblick ein neues Prinzip im Universum erschaffen wurde. Before this, everybody had lived in a box. Davor war jedes Geschöpf in dieser Schachtel, Now the box was not sealed. aber die Schachtel war nicht zugeklebt. God didn't put them in the box and refuse for them to step out of it. Gott hat sie nicht einfach in die Schachtel gesperrt und die Schachtel verschlossen, But they were protected in a box. aber sie waren beschützt. Sie waren geschützt in der Box. And this is a box of ignorance. Und das ist die Schachtel der Ignoranz There was something nobody knew. oder der Unwissenheit. Es gab nämlich etwas, was keiner von ihnen wusste. And what was it? Und was war das? Nobody knew evil. Niemand wusste vom Bösen Bescheid. Nobody knew sin. Niemand kannte die Sünde. So ignorance kept them in an environment that was pure and sanitary.
Deshalb wurden sie durch ihre Unwissenheit in einer sterilen Box, in einer sauberen und reinen Schachtel gehalten. They never tried to step outside of it Sie hatten nie versucht, außerhalb die Schachtel zu treten, because they didn't even know such a thing existed. denn sie wussten gar nicht, dass es so etwas gab. It's like I was watching. George was showing me a video yesterday. Ich sah mir zusammen gestern mit Georg ein Video an And some scientific discoveries und einige wissenschaftliche Entdeckungen have led to the possibility, the suggestion that there's a possibility haben zu der Behauptung geführt, dass es die Möglichkeit gibt, that there may be such a thing as parallel universes dass es so etwas geben könnte wie parallele Universen or other dimensions. oder andere Dimensionen. Now they are interested in finding these things. Und nun sind sie sehr daran interessiert, diese parallelen Universen zu finden. Before this, nobody cared about it. Davor war niemand daran interessiert. But now that you have discovered the existence of such a thing, Doch nun, da die Existenz dieser Dinge anscheinend entdeckt wurde, then there's a need to explore it. dann besteht plötzlich der Bedarf, diese Universen und diese Dimensionen zu entdecken. Somehow Lucifer stepped out of this box. Irgendwie gelang es Luzifer, aus dieser Schachtel hinauszutreten. It's hard to understand how he could have done it. Es ist sehr schwierig zu begreifen, wie ihm das gelang. I suppose he was some kind of scientist. Ich meine, er ist eine Art von Wissenschaftler gewesen. He discovered another dimension that only God knew. Er entdeckte eine weitere Dimension, die bis dahin nur Gott kannte. He stepped into it, and now the angels discovered the strange new possibility. Er trat in diese neue Dimension hinein und ab da begannen die ganzen Engel zu erkennen, dass es diese seltsame neue Möglichkeit gibt. Now the difference between both worlds was very simple. Der Unterschied zwischen den zwei Welten war sehr einfach. In this original world, In dieser ursprünglichen Welt everything is filled with the life of God. ist alles mit dem Leben Gottes erfüllt. Therefore, everything is good. Und aus diesem Grund ist alles in dieser Welt gut. In this other universe that Lucifer created, In diesem anderen Universum, in dieser anderen Dimension, die Luzifer geschaffen hatte he stepped away from God. oder eröffnet hatte, entfernte er sich von Gott. He said, I will be like the Most High. Und er sagte, ich werde sein wie der Allerhöchste. He decided that he would be God. Er entschied sich dazu, selbst Gott zu sein. He became his own governor. Er wurde zu seinem eigenen Herrscher. He created a dimension Und er schuf dadurch eine Dimension, where the rule is this: wo die Regel so lautet: self is God instead of Jehovah. Das Ich ist Gott anstelle von Jahwe. This is the essence of Satan's kingdom. Und das ist die Essenz, das ist der Kernstück der Herrschaft Luzifers, also der Welt Luzifers. And it is the foundation of all sin. Und das ist auch das Fundament von aller Sünde. Lucifer says, my way is better. Luzifer sagt, mein Weg ist viel besser. You're not free until you're ruling yourself. Du bist überhaupt nicht frei, bis du dorthin gelangst, dass du dich selbst beherrschst. As long as you are submitting to God, you're a slave. Oder dass du dein eigener Herr bist. Tust du das nicht, dann bist du ein Sklave immer noch. You're only free when your own mind dictates your behavior. Du bist erst dann frei, sagt er, wenn dein Verstand dir diktiert, wie du leben sollst. So there are two philosophies before the universe. Deswegen gibt es zwei Philosophien, die dem Universum präsentiert werden. But God creates man good. Aber Gott erschafft den Menschen gut. He puts him in this environment. Und er legt den Menschen in diese vollkommene Welt hinein. But if he is fair, Aber wenn er fair sein will, since there is now another option, da es nun eine andere Möglichkeit gibt, einen anderen Weg gibt, if man is to be truly free, und der Mensch wirklich frei sein soll, he has to give him the opportunity to choose the other side as well. muss Gott ihm jetzt die Möglichkeit geben, diese andere entstandene Dimension austesten zu können
und zwischen den beiden entscheiden zu können. Otherwise, it can never be said that he was free. Ansonsten kann niemals behauptet werden, dass der Mensch wirklich frei sei. That's why the tree was put in the garden. Aus diesem Grund stellte Gott den Baum in die Mitte des Gartens. It was an opportunity for man to choose to be evil if he wanted. Er war eine Möglichkeit für den Menschen zu wählen, böse zu werden, wenn er es wollte. And what happened was that he lost the life and the presence of God. Und was geschah, war, dass er durch dieses Auskosten dieser Möglichkeit, durch die Wahrnehmung dieser Möglichkeit, er Gottes Geist verlor und die Verbindung zu Gott verlor. And remind me, what is the life and presence of God? What do we call it? Und erinnert mich noch einmal, wie nennen wir Gottes Leben und Gottes Gegenwart? Of course, the Holy Spirit. Der Heilige Geist. Just keeping you on your toes. Ich versuche euch nur wach zu halten. So man lost the Holy Spirit. Der Mensch verlor also den Heiligen Geist. Read Romans 5 and verse 19. Lest mit mir Römer 8, Vers 19. Römer 9, Vers 19. 5, Vers 19, entschuldigt. Römer 5, Vers 19. It says, for as by one man's disobedience, many were made sinners. The first part of the verse. Wir lesen den ersten Teil des Verses. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind. So we learn that the reason why a person is a sinner Wir lernen also, dass der Grund dafür, warum ein Mensch ein Sünder ist, is because of what Adam did. ist die Tatsache, was Adam tat. It doesn't mean you have committed sin. Das bedeutet nicht, dass du selbst Sünde begangen hast. It means that you have the nature, the heart, the spirit that is in rebellion against God. Sondern es bedeutet, dass du von Adam diesen Geist, dieses Herz und diese Neigung dazu empfangen hast, Gott ungehorsam zu sein und nicht das zu wollen, was Gott will. Or to put it another way, Oder um es anders auszudrücken, it means that you are born without the Holy Spirit. es bedeutet, dass du ohne den Heiligen Geist in dir geboren wurdest. You are born on the side where man is without the Spirit of God. Du wurdest auf der Seite geboren, ganz natürlich, wo die Menschen ohne den Geist Gottes in sich auf die Welt kommen. You're not born into the world where everything is filled with the life of God. Du bist nicht auf der Seite der Welt geboren, wo alles mit dem Geist Gottes erfüllt ist. You're born on the side where there is no God. Sondern du bist auf der Seite geboren worden, wo es keinen Gott gibt oder wo es Gott nicht gibt. You're born under the side where Lucifer's principle prevails. Du bist auf der Seite geboren worden, wo das Prinzip Luzifers existiert. So all humanity is naturally born in this state. Die ganze Menschheit befindet sich also ganz natürlich durch Geburt auf dieser Seite, wo es Gott nicht gibt. Jesus says, unless we are born again, we cannot see the kingdom of God. Jesus sagt, es sei denn, dass wir von neuem geboren werden, so können wir das Reich Gottes nicht sehen. So although we are on this side, Und obwohl wir auf dieser Seite sind, we have to return to where God put us originally. müssen wir aber dorthin zurückkehren, wo Gott uns ursprünglich geschaffen hatte. And because God loves us, Und weil Gott uns liebt, He had to find a way to make it possible. musste er einen Weg finden, um das zu ermöglichen. God said right in the garden that I'm going to put an enmity between the serpent and the woman. Direkt im Garten nach dem Sündenfall sagte er dem Menschen, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Schlange. And between who else? Und zwischen wem noch? Zwischen der Frau und der Schlange. Und wer noch? That's right. And between the seed of the serpent and the seed of the woman. Und dem Samen der Schlange und dem Samen der Frau. Well, I want to write that down. The seed of the woman, because Und ich möchte das aufschreiben, it's a strange phrase that I'm going to focus on. denn das ist ein seltsamer Ausdruck, auf den ich mich konzentrieren möchte.
Now it's strange. Das ist seltsam, Because God says the seed of the woman. denn Gott sagt, der Same der Frau. You know that whenever the Bible looks at the ancestry of a person, Ihr wisst, wann immer die Bibel sich die Verwandtschaft oder den Stammbaum eines Menschen anschaut, it never talks about the mothers. dort ist sehr selten oder nie, dort spricht die Bibel nie von den Vorfahren der Frau. You have noticed that? Ihr habt das gesehen in der Bibel. It always follows the line of the father. Sondern es wird immer die Linie des Vaters verfolgt. He was the son of Terah. He was the son of Abraham. Er war der Sohn Terah? Abraham's father. Okay. He was the son of Jacob, who was the son of Isaac, who was the son of Abraham, who was the son of Terah. Terah. Wisst ihr, wie das im Deutschen übersetzt heißt? Tara? Okay, Tara. Dann der Sohn Abrahams, dann der Sohn Isaaks, dann der Sohn Jakobs und so weiter. And so on. That's the way the Bible does it. So tut das die Bibel. So it is strange to find probably maybe the only place in the Bible Und es ist sehr seltsam zu sehen, dass es nur eine einzige Stelle in der Bibel gibt, where God emphasizes wo Gott betont, that a person that through the woman's seed. dass durch den Samen der Frau, Why didn't he say the man? warum sagt Gott hier nicht den Samen des Mannes? It's the most unusual thing. It's out of harmony with the pattern of the Bible. Es ist sehr seltsam, denn es fällt aus dem Rahmen, es fällt aus der Schablone oder dem Muster, den die Bibel verfolgt. The Bible does not blame the woman for the fall of humanity. God does not blame. The Bible doesn't. The Bible doesn't. Yeah, the Bible doesn't Blame who? blame the woman for the fall of humanity. Die Bibel bezichtigt nicht die Frau oder beschuldigt nicht die Frau für den Fall der Menschheit. Because it says, by one man sin came into the world. Sondern die Bibel sagt, durch einen Menschen, durch einen Mann kam die Sünde, it says in the German Bible, through one human being. What does it say in verse 19? By one man all became sinners, by one human being again. Einen Menschen of the one man. Okay. But it is understood, everybody understands that it is Adam. Yeah. Durch den einen Menschen, wir verstehen, der Mensch ist Adam. But the point is that the Bible God specifically says, it's a woman's seed. Aber die Bibel betont ganz besonders, dass es durch den Samen der Frau diese Feindschaft kommen wird. This suggests that there's something special about the involvement of the woman. Und hier wird aufgezeigt, dass die Frau eine besondere Rolle spielt in dem Ganzen. Now, before we look at that more closely, Bevor wir uns das noch näher anschauen, there were some things that God had to deal with in trying to save humanity. musste Gott zunächst einmal etwas klären, um die Menschheit retten zu können. There were some obstacles that stood in the way of God saving man, and I'd like us to understand these obstacles. Es gab einige Hindernisse dafür, dass Gott die Menschheit lösen konnte. Und ich möchte, dass wir uns diese Hindernisse anschauen. So I'm going to try to make it clearer by illustrating it on the board. Und ich möchte das klarstellen, indem ich es an der Tafel illustriere. Now, I'm going to try to take my time. So if I don't finish this message, I'll finish this afternoon. Und ich möchte hier wirklich mir Zeit nehmen. Und wenn ich jetzt nicht beenden kann in dieser Stunde, was ich angefangen habe, dann in der nächsten Stunde. Alright, so here is this new situation. Hier ist diese ganz neue Situation, die entstanden ist. This universe is split in two. Das Universum ist geteilt in zwei Teile. Man is over here on the evil side. Der Mensch befindet sich hier drüben auf der Seite des Bösen. I know we have been through this already. I need to refresh our mind. Ich weiß, dass wir das alles bereits besprochen haben, aber ich möchte, dass wir das auffrischen. God is over here Gott ist hier drüben, with everything good. wo alles gut ist. God wants to save man. Gott möchte den Menschen erlösen und retten. To accomplish this, Um das zu bewerkstelligen, these two worlds
have to meet somehow. Müssen diese zwei Welten irgendwo verbunden werden. Either God has to come to man, Entweder muss Gott zum Menschen hinüberkommen, or man has to go to God. oder der Mensch muss auf die Seite Gottes wieder zurückgehen. Man made a free choice and he stepped over here freely. Der Mensch hatte eine freie Entscheidung getroffen und durch diese freie Entscheidung ist er auf diese Seite übergetreten. Because God made him free. Denn Gott hat ihn frei erschaffen. Now that he's over here, Nun, da er sich auf dieser Seite befindet, is he still free? ist der Mensch immer noch frei? Yes and no. Yes and no. Okay. Ja und nein. Okay. Wha- He cannot go back. Why do you say yes? Warum sagt ihr ja? Diejenigen, die ja sagen. Because Jesus comes into the picture. Hat noch. Wir glauben, dass der Mensch noch eine freie Wille hat. Because Aber the diese human freie beings Wille still ist have a durch free viele choice. Faktoren begrenzt. But there are many factors which limit it. God has not taken away the option for him to come back. Gott hat dem Menschen nicht die Möglichkeit weggenommen, wieder zurück zu ihm zu kehren. There's nothing in the universe as a force that stops him from coming back. God has not done this. Gott hat keine Gewalt oder kein Gesetz jetzt plötzlich eingesetzt, wodurch der Mensch nicht mehr zurückkommen kann, weil er daran gehindert wird von Gott. Das gibt es nicht. But the greatest hindrance to true freedom Aber das größte Hindernis, was wahre Freiheit behindert, is our own nature. ist unsere eigene Natur. All humanity in general are enslaved by something called sin. Die ganze Menschheit ist versklavt von etwas, das wir Sünde nennen. Just to illustrate what I'm saying. Nur um zu veranschaulichen, was ich meine, Try to live one day versucht nur einen Tag lang without thinking a wrong thought. zu leben, ohne irgendeine falsche oder bösen Gedanken zu denken. Are you free to do it? Habt ihr die Freiheit, das zu tun? Theoretically. Theoretisch. And yet there is something in your nature that makes it a virtual impossibility. You're not really free. Dennoch existiert etwas in eurer Natur, die es euch virtuell unmöglich macht, das zu bewerkstelligen. Ihr seid nicht wirklich frei. Man still had the freedom to step back. Der Mensch hat immer noch die Freiheit, zurückzutreten auf die Seite Gottes. But why wasn't it possible? Moment, ich habe eine Frage. Aber nur, weil Gott die Möglichkeit geschaffen hat. Denn Gott ging die Menschen nach. But only Der Mensch because ist ja God created the weggelaufen. possibility. Because God went after Und them. wenn Gott jetzt gesagt hat, na gut, ihr seid weggelaufen, okay, dann hätte der Mensch nicht mehr die Möglichkeit zurückzukommen. And if he would have said, all right, you ran away, I won't do anything, God wouldn't have had the chance to go back. Well, I'm going to say that God couldn't go after man either. That's the next point. Okay, und der nächste Punkt, auf den ich hinauskommen werde, ist, dass Gott keine Möglichkeit hatte, hinter den Menschen hinterherzugehen. Aber er hat ihn gerufen. But he called him. He called him. I'm going to show you why even that was he couldn't do. Ich werde zeigen, warum selbst das er nicht tun konnte. All right? Okay? It's a part of the whole thing that we're going to Das ist look ein at. Teil von dem Ganzen, was wir uns anschauen möchten. You are my everything. Du bist mein Alles. The relationship is voluntary. Die Beziehung ist freiwillig. It exists because I want it this way. Sie besteht, weil ich es so will. Every blessing is involved in this relationship. Jeder Segen ist involviert in diese Beziehung, beinhaltet diese Beziehung. And these blessings come from you. Und diese Segnungen kommen von dir. They are a part of the whole package. Sie sind ein Teil des ganzen Pakets, das du mir schenkst. One day I look in your face Eines Tages blicke ich in dein Angesicht and I say, I'm going over to your enemy. und ich sage, ich gehe zu deinem Feind hinüber. Please leave me alone. Bitte lass mich allein. When I step across, Und wenn ich die Linie überquere, if you are fair, und wenn du fair bist zu mir, do you have the right to follow me? hast du dann das Recht, mir nachzufolgen? Your enemy will say, what are you doing here? Dein Feind würde nämlich sofort zu dir sagen, was tust du hier? He made his choice. Er hat seine Entscheidung getroffen.
Leave him to his choice. Lass ihn in Ruhe, lass ihm seine Entscheidung. Don't interfere. Und versuch nicht da hineinzugreifen. That's why I emphasized at the beginning Deswegen habe ich am Anfang betont, that the greatest aspect of the nature of the universe dass der größte Aspekt, die größte Wahrheit der Natur des Universums is that it is a moral place. ist, dass das Universum ein moralischer Ort ist. And these moral issues are the great things which are being played out all around us, and they answer the questions. Und diese moralischen Dinge sind die wichtigsten Dinge, die um uns herum geschehen und mit denen ständig umgegangen wird, um uns das Universum klar zu machen. So that? And they answer most of the difficult questions. Okay, und sie beantworten die schwierigsten Fragen, If we understand them properly. wenn wir diese moralischen Dinge im Universum klar verstehen. So man went over here. Der Mensch ist also übergetreten auf diese Seite. He's now in Satan's kingdom. Nun befindet er sich im Reich Satans. He cannot come back. Er kann nicht mehr zurückgehen, Because the carnal mind is enmity against God. weil die fleischliche Gesinnung Feindschaft wider Gott ist. It is not subject to the law of God. It does not love God. It is scared to death of God. Sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann es nicht, sie vermag es nicht. Sie ist vielmehr vollkommen furchterfüllt, wenn es um Gott geht. Sie hat Angst vor Gott. So man cannot come to God because that is his condition. Deswegen kann der Mensch nicht zu Gott kommen, weil das sein Zustand ist. Now, if you were here the last time we looked at this, Und wenn ihr das letzte Mal hier wart, als wir uns das angeschaut haben, you realize that this never actually happened to man. erkennt ihr oder wisst ihr noch, dass das im vollsten Sinne nicht mit dem Menschen geschehen ist. It should have happened. Es hätte so geschehen sollen. And mankind would have been Satan's property and lost forever. Und der Mensch wäre von da ab Satans Eigentum gewesen und für immer verloren gewesen. God can't touch him and he can't come back to God. Gott konnte ihn nicht mehr anrühren, er hatte nicht das Recht dazu und der Mensch konnte nicht mehr But zurückkehren. it didn't happen. Aber es geschah nicht. Because instantly Jesus Christ stepped in Denn augenblicklich ging Jesus Christus dazwischen. and he said, I'm going to solve the problem. Und er sagte, ich werde die Angelegenheit, das Problem lösen. God said, really? Gott sagte wirklich, Jesus said, yes. Jesus sagte ja. And so a plan was worked out Also wurde ein Plan erstellt, that solved this difficulty. der diese Problematik nun lösen sollte und gelöst hat. Jesus says, I will go and I will do it. Und Jesus sagte, ich werde gehen und ich werde es bewirken. So God said, okay, Gott sagte, in Ordnung. I'm going to interfere. Ich werde einschreiten. And I'm going to start working with them. Und ich werde beginnen, mit ihnen zu arbeiten, an ihnen zu wirken. Just in a small way. Auf eine kleine, geringe Art und Weise. But enough to keep them surviving Aber genug, damit ich sie am Leben erhalte. until you can go and carry out this plan. Bis du dort an der Szene ankommst und den Plan ausführen kannst. So man was affected by grace Der Mensch wurde also sofort mit der Gnade berührt. even before grace appeared. Noch bevor die Gnade tatsächlich sichtbar erschien. But the human race existed and survived because of a promise. Aber die menschliche Rasse lebte und überlebte aufgrund einer Verheißung, aufgrund eines Versprechens. And when Jesus Christ actually came to fulfill the promise, Und als Jesus Christus dann tatsächlich kam, um diese Verheißung zu erfüllen, he had to deal with this great problem. It had to come back to him. musste er mit diesem großen Problem umgehen und musste es lösen. Und er musste dorthin zurückgehen. God cannot go to man. Er musste an diese Anfangsdinge zurückgehen, die wir besprochen haben. Gott konnte nicht zu den Menschen hinübertreten. And man cannot go to God. Und der Mensch kann nicht zu Gott zurückkehren. Yet he has to solve this problem. Und dieses Problem muss er lösen. Because God didn't just push it aside and pretend it didn't exist. Denn Gott hat dieses Problem nicht einfach beiseite geschoben und hat so getan, als würde es dieses Problem nicht mehr It geben. was postponed because of the promise that he would come. Es wurde lediglich zeitlich aufgehoben oder zeitlich beiseite gestellt, damit die Zeit kommt, wo das Problem gelöst wird.
And that's what the promise in the garden meant. Und genau das bedeutete die Verheißung, die im Garten Eden gemacht wurde. There is a seed coming. Es kommt ein Same And he's going to crush the serpent's head. und er wird den Kopf der Schlange zertreten. He's going to overthrow Satan's principle. Er wird Satans Prinzip völlig umwerfen. But he has to be the seed of the woman. Aber er muss der Same der Frau sein. Aber heißt es nicht, dass dieser Plan schon vor der Erschaffung der Welt geschaffen wurde? But isn't it said that this plan of salvation was made before the world? Yes. Ja. I'm sorry. I wanted to say something about what I just said. Ich wollte gerade darauf eingehen, was ich gerade gesagt habe. So thanks for reminding me. Also danke, dass du mich daran erinnerst. The scenario I just presented Die Szene, die ich gerade präsentiert habe, is not accurate. ist nicht akkurat, ist nicht vollständig. When I said that, Jesus said to God, I will do something. Als Jesus zu Gott sagte, ich werde etwas tun, I was dramatizing it dramatisierte ich die Szene, so we could understand the principles. damit wir die Prinzipien verstehen konnten. So I was trying to put us right in the spot at the moment and understand the issues that were taking place. Ich habe versucht, uns direkt an den Zeitpunkt zurückzuführen oder mitzunehmen, direkt an den Zeitpunkt, wo dies alles geschah, damit wir die Implikationen verstehen können. But it is true. Aber es ist wahr. They had the plan worked out from way back in eternity. Dieser Plan wurde von den beiden bereits vor der Erschaffung von allem ausgearbeitet. So I'm sorry and I hope I didn't confuse anybody with that. Deswegen tut es mir leid, ich hoffe, ich habe niemanden verwirrt damit. Is that okay? Ist das in Ordnung? Ja, was ich nicht verstehe, dass sie überhaupt die Menschen geschaffen haben, wo sie doch wussten, was passiert. But I don't understand why did God and Jesus create man when they knew fully well what they would do? All right. Okay. I promise that I will speak to you after the meeting Ich verspreche dir, dass ich mit dir nach dem Vortrag sprechen werde and we'll discuss it. und wir werden das besprechen. Because it's a big topic. Und das ist eine lange Geschichte. Yes. So, Maybe it is interesting for all. Maybe it is interesting for all. We all want to know. okay, well, at the end of the meeting we'll all discuss it. Okay, nach diesem Vortrag werden wir es dann alle hören. Just so I can make some progress with this topic. Nur damit wir hier fortfahren können in diesem Vortrag. All right, now, let me write down two things that are a necessity here. Ich möchte zwei Dinge aufschreiben, die hier eine Notwendigkeit darstellen. Here's a fact. Hier ist eine Tatsache. Man cannot choose God. Der Mensch kann sich nicht mehr für Gott entscheiden. So God has to choose to go to man. Also muss Gott entscheiden, selbst zum Menschen zu gehen. Yet God cannot go to man. Aber Gott kann nicht zum Menschen hinübergehen. Because God has to leave man free. Denn Gott muss dem Menschen die Freiheit lassen. But it has to happen. Aber es muss irgendwie geschehen. God has to find a way to go to man Gott muss einen Weg finden, zum Menschen hinüber zu gehen, without going to man. ohne zu ihm hinüber zu gehen, Because otherwise he'll take away man's freedom. weil er sonst die Freiheit des Menschen in Gefahr bringt und eventuell wegnimmt. How did God do it? Wie hat es Gott also getan? Man, when I think about it, I say, what a plan. Und wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir, was für ein Plan. Do you know what he did? Wisst ihr, was er getan hat? Man cannot choose God. God cannot go to man. Der Mensch kann Gott nicht wählen, Gott kann nicht hinübergehen zum Menschen. Do you understand what God did? Versteht ihr, was Gott getan hat? God, through his son, Gott durch seinen Sohn became a man. wurde Mensch. Man, I can see Satan's head spinning. Ich kann sehen, wie Satan total verwirrt ist und Sternchen sieht. He doesn't know what to accuse God. Er weiß nicht, wie er Gott anklagen soll. God has become a man. Gott ist zum Menschen geworden. So now, this man Nun, dieser Mensch can do
what the other men cannot do. kann das tun, was die anderen Menschen dort drüben nicht tun können. God has not interfered by imposing himself on humanity. Und Gott hat dadurch bewirkt, dass er nicht die Freiheit des Menschen weggenommen hat, indem er sich eingemischt hat in den freien Willen des Menschen. Because when his son became a man, Er hat sich nicht dem Menschen aufgedrängt, denn als der Sohn zum Menschen wurde, he truly became a man. wurde er wahrhaftig ein Mensch. The Bible says that Hebrews 2 and verse 17. Let's read what it says. Lasst uns lesen, was hier Gott sagt. Hebräer, Kapitel 2, Vers 17. Hebräer 2, Vers 17. It says, wherefore, in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Daher musste er in allen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. So, Jesus became one of us, it says, in all things. Jesus wurde also in allen Dingen, so wie wir lesen, einer von uns. Now he became one of us, Nun wurde er einer von uns and he had to become one of us, and he had to take the conditions that came upon the human race. Das musste er tun, um die Situation, den Zustand des Menschen auf sich zu nehmen. Meaning that at the critical point in his life, Das bedeutet, dass an dem kritischen Punkt seines Lebens he had to be totally separated from God. er vollkommen von Gott getrennt werden musste. Did this happen to him? Geschah das mit ihm? On the cross. Am Kreuz. On the cross, he was alone in the universe. Am Kreuz befand er sich ganz allein im ganzen Universum. He was put where we belong. Er wurde dort hingebracht, wo wir hingehören. Now in this condition, totally cut off from In God, diesem Zustand, völlig abgetrennt von Gott, he represents the human race. stellt er die menschliche Rasse dar. And he must do as a human being Und er muss als ein menschliches Wesen, what Adam could not do. muss tun, was Adam nicht tun konnte. He must choose to step into the will of God. Er muss nun entscheiden, es wählen, zurückzutreten in den Willen Gottes hinein, auf die Seite Gottes. And unite himself with the will of God. Und sich selbst mit dem Willen Gottes wieder vereinen. Als Mensch. Can he do it? Kann er das tun? Why is it that this man can do it and no other man could do it? Wie kommt es, dass dieser Mann es schafft, was kein anderer Mensch hier schaffen konnte? Weil er die ungefallene Natur hat. Divine nature is the son. Absolutely. Absolut. He is the Son of God. Er ist der Sohn Gottes. Sorry. He has the divine nature in himself. Er hat die göttliche Natur in sich. You and I have the divine nature second hand. Wir haben die göttliche Natur geschenkt bekommen. We have it because God's Spirit lives in us. Aus zweiter Hand sozusagen. Wir haben die göttliche Natur, weil Gottes Geist in uns lebt. We reject God, Wenn wir Gott ablehnen, His Spirit leaves. verlieren wir auch seinen Geist. Sein Geist verlässt uns. God's Spirit leaves Jesus. Gottes Geist verlässt aber Jesus He is still what He is. und er bleibt nach wie vor der er ist. A good person. Eine gute Person. Because this is what divine nature means. Denn das bedeutet göttliche Natur. But if God's Spirit leaves us, Aber wenn Gottes Geist uns verlässt, we become evil. wir werden augenblicklich böse. We don't have the capacity to be good in ourselves. Wir haben nicht die Fähigkeit, in uns selbst gut zu sein. And that's why it had to be God's Son who came to die. Und deswegen konnte es ausschließlich der Sohn Gottes bewirken. Er musste es sein, der hinüberkam, um uns zu retten. Nobody else could have done it except the Son of God. Niemand sonst hätte das bewerkstelligen können, außer dem Sohn Gottes. So there had to be a choice made Es musste also eine Entscheidung getroffen werden, for divinity and humanity to be united. damit Göttlichkeit und Menschlichkeit vereint wurden. Jesus had to make that choice. Jesus musste diese Entscheidung treffen. But he was already divine. Aber er war bereits göttlich. What he needed was to find a way
to unite humanity with divinity. Was er herausfinden musste oder einen Weg finden musste, war, dass er die Göttlichkeit, die er nun besaß, mit der Menschlichkeit verbinden konnte. Or to put it another way, Oder um es anders auszudrücken, to bring humanity into his divinity. Menschlichkeit in seine Göttlichkeit hineinzubringen. We are looking for a way to bring divinity into our humanity. Wir suchen eine Möglichkeit, die Göttlichkeit in unsere Menschlichkeit hineinzubringen. Because our first state is humanity. Denn unser erster Zustand ist menschlich. But his first state was divinity. Aber sein ursprünglicher Zustand war göttlich. So what God did was find a way to bring humanity into Jesus' divinity. Was Gott also tun musste, war einen Weg zu finden, Menschlichkeit in die Göttlichkeit Jesu hineinzubringen. And how would he do it? Und wie wollte er das tun? He needed a woman. Er brauchte eine Frau. Because the only way human life is passed on is how? Denn der einzige Weg, auf dem menschliches Leben weitergegeben werden kann, ist wie? Birth. By birth. Durch Geburt. And men cannot give birth. Und Männer können nicht gebären. One of our sad limitations, Marco. Eine unserer traurigen Begrenzungen oder Limitationen. Women say they have a disadvantage, but we cannot give birth. Frauen sagen immer, sie seien benachteiligt, aber wir Männer, wir können nicht gebären. So it had to be the seed of the woman. Es musste also der Same der Frau sein. It could not be the seed of the man. Es konnte nicht der Same des Mannes sein. This is in Galatians 4 and verse 4. Und deswegen heißt es in Galater 4, Vers 4, But when the fullness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law. als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Galater 4, 4. Do you know that 80 times in the Bible, Jesus refers to himself as the Son of Man? Wisst ihr, dass Jesus sich 80 Mal im Neuen Testament als der Sohn des Menschen bezeichnet, als der Menschensohn bezeichnet? 80 times. 80 Mal. It's interesting. Das ist interessant. Because God said he would be the seed of the woman. Denn Gott hatte gesagt, dass er der Same der Frau werden würde. But when he says the Son of Man, what do you think he means? Aber wenn er von sich selbst sagt, ich bin der Menschensohn, was meint ihr, was er damit meinen will? Was er damit sagen will? Sein menschliches Wesen. Human being. It's speaking about man as in mankind. Er will damit sagen, Mensch in der Form von menschlich. He doesn't mean the son of the male. Er meint nicht, no, that's not what our word says. It's son of human. Right, I'm saying it does not mean the son of the male. Okay, good, because we don't understand that. You don't understand male? No, we don't. I'm saying it does not. It doesn't. It doesn't say that. It doesn't Son of male. It doesn't suggest. What does it say? Son of a human being. Menschensohn. Oh, Mensch, okay. Sohn, Mensch. Sorry, the language sometimes is confusing. Okay. Die Sprachen sind manchmal verwirrend. Also im Englischen heißt es mankind. Das bedeutet Männlichkeit. Die Art des Mannes, so ungefähr kommt das hervor. Aber bei uns heißt es die Art oder die Art der Menschheit. Menschliche Art, von menschlicher Art. Okay, wir verstehen es. So the incarnation, die Fleischwerdung, was the key point. War der Schlüsselpunkt und der Kernpunkt. It was a great event. Das Kernstück und das große Ereignis, where what was necessary for our salvation became a reality. Wo das, was zu unserer Erlösung notwendig war, nun plötzlich zur Realität wurde. The divine Son of God, der göttliche Sohn Gottes, was united
with an egg in Mary's body. wurde vereint mit einem Ei im Bauch der Maria. Now we're talking about a mystery. Nun sprechen wir von einem Mysterium, von einem Geheimnis. Because I don't know what is spirit. Denn ich weiß nicht, was ein Geist ist. Nobody knows what is spirit. Niemand weiß, was Geist ist. We know it exists. Wir wissen, dass es existiert. We believe that man possesses a spirit. Wir wissen, dass Gott ihn besitzt, Gott einen Geist besitzt. We don't understand how you can have physical birth Dass der Mensch einen Geist besitzt. Aber wir verstehen nicht, wie eine physische Geburt, and inside of the thing that is born there is a spirit. okay, that God has a spirit, you said? No. We understand that man has a spirit. Yeah. Ja. Dass der Mensch einen Geist besitzt, aber wir begreifen nicht, wie es sein kann, dass bei einer physikalischen Geburt plötzlich der Geist Gottes in den Menschen hineinkommt. So I'm really talking about the human spirit, you understand? Ich spreche vom menschlichen Geist. When a baby is born, So you said we don't understand how in the physical In the birth fleshly the human thing that is spirit born. comes in, the human spirit Right. comes in. Okay, dass der menschliche Geist plötzlich bei der Geburt in diese genetische Masse hineinkommt, in diese Zellmasse hineinkommt. it's a non-physical component. Denn das ist eine Komponente, die nicht physisch ist. How is this passed on by sexual reproduction? Wie wird denn das weitergegeben? Wie können Menschen diese Komponente weitergeben durch sexuelle Vereinigung? It's a mystery. Das ist ein Mysterium. But in the case of Jesus, Aber im Falle Jesu we are told in the Bible, Luke 1 and verse 35, wird uns in der Bibel gesagt, in Lukas 4, Vers 25. Okay, ganz was anderes. Lukas 1, Vers 35. Vers 35. Was, 25? 35. 1,34. 1, 35. it says, And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. The only way anybody could really become a human being, Die einzige Art und Weise, wie jemand zum menschlichen Wesen werden kann, he had to be born of human blood and human flesh. ist durch Geburt. Er musste durch menschliches Fleisch und durch human flesh, And blood. menschliches Fleisch und menschliches Blut geboren werden. He had to have our genetics Er musste unsere Genetik erhalten, with our inherited weaknesses. mit all unseren vererbten Schwachheiten. So there had to be a way Es musste also einen Weg geben, for the divine one wie der Göttliche to interact and unite with flesh and blood. mit Fleisch und Blut interagieren und sich damit vereinigen kann. And this is the great mystery of the incarnation. Und das ist das große Geheimnis der Fleischwerdung. The Bible says Jesus was in the form of God, Die Bibel sagt, dass Jesus in der Form Gottes einst war, but he laid aside his glory. aber er entäußerte sich seiner Herrlichkeit, What was that? legte seine Herrlichkeit ab. Was bedeutet das? His divine form, Seine göttliche Form, his divine body. sein göttlicher Körper, sein göttlicher Leib. A most amazing thing. Eine unvorstellbar erstaunliche Sache. And all that was left of him was pure spirit. Und alles, was danach von ihm übrig war, nachdem er sich entäußert hatte, war sein göttlicher Geist. And this spirit was united with this ovum in Mary's belly. Und dieser Geist vereinigte sich nun mit diesem Ei, mit diesem Ovum im Körper, im Leib der Maria. And became a new person, Und wurde zu einem neuen Menschen, zu einer neuen Person entering into a brand new existence. und betrat eine völlig neue Existenz. For the first time in the history of the universe, Zum ersten Mal in der Geschichte des Universums a divine human being. existierte nun plötzlich ein göttlich-menschliches Wesen. The only person who could save the human race. Die einzige Person, die die menschliche Rasse retten konnte. Now you see why
Mary had to be a virgin. Nun erkennt ihr, warum Maria eine Jungfrau sein musste. Because if Jesus had a human father, Denn wenn Jesus einen menschlichen Vater gehabt hätte, at the moment of conception, wäre er im Moment der Empfängnis, all he could receive is what the father had to give. hätte er lediglich das empfangen können, was sein Vater ihm hätte geben können. God could have arranged for a human being to pass on the Holy Spirit. I suppose. Gott hätte einem menschlichen Wesen es so arrangieren können, dass ein menschliches Wesen den Heiligen Geist weitergibt. I suppose God could have done that. Ich denke, er hätte das tun können. But the spirit that he passed on Aber der Geist, den er weitergegeben hat, would be a borrowed thing. oder weitergegeben hätte, wäre für ihn selbst eine ausgeliehene oder geliehene Sache gewesen. It would not be his by nature. Der Geist wäre nicht sein gewesen, Let me make the point Natur aus. clear by asking a question. Und ich möchte diesen Punkt sehr klar machen, indem ich euch eine Frage stelle. What is the reason why Jesus never sinned? Was ist der Grund dafür, warum Jesus nie gesündigt hat? He was not just a human being. He was Okay. war nicht menschlich, sondern er war ja He wasn't human, but he was divine. Because he had this divine element in him. er war nie auf All der right. Seite rechts. He was never on this side. All right. Okay. Er war eigentlich wie Adam war vor der Sündenfall. He was like Adam before sin. Vom Geist her, vom Denken. All right. In his thoughts, in his spirit, but not from his nature. God was his father. God is his father. Okay. Das war sein Vater. All of the answers Okay. I am in agreement with to some extent. Alle Antworten, ich stimme den ganzen Antworten zu, bis zu einem gewissen Grad. But I guess I was kind of waiting for somebody to say just like how I want to hear it. Aber ich hatte gehofft, dass jemand es genauso ausdrückt, wie ich es hören möchte. Er hatte die Verbindung, wo er hatte mit seinem Vater. The connection that he had with his father prevented. Und sonst wäre Well. er nicht wie wir. Otherwise, he wouldn't be like us. Der wird unsere, He wouldn't be our. wenn er was I'm going to talk about that answer in a minute. Ich werde darüber in einer Minute noch sprechen. But let me ask you a question. Aber lasst mich euch eine Frage stellen. Was Jesus good in himself? War Jesus gut in sich selbst? Everybody sure? Alle sicher? Thank you. No. Also, No? Georg sagt, no. You don't think he was good in himself? Du denkst nicht, dass er in sich selbst gut war? Nein, als Mensch, also Jesus als Mensch war nicht gut in sich selbst. No, as a human being, he wasn't good in himself. Alles, was sie gedacht hat, alles, was sie gesagt hat, kam von oben. Everything what he thought, everything what was good in him came from above. Right now, this is one of the most important points that we need to understand. Nun kommen wir zu den wichtigsten Punkten, die wir verstehen müssen. She said he had 4,000 years of Yes. genetics. But Jesus came from heaven. Doch Jesus kam aus dem Himmel. Divinity united with humanity. Göttlichkeit vereinte sich mit der Menschlichkeit. When he became a human being, Als er zum menschlichen Wesen wurde, did he stop being divine? hörte er da auf, göttlich zu sein plötzlich? No. Nein. Neither did he stop being a human being because he was divine. Er hörte auch nicht auf, ein menschliches Wesen zu sein, nur weil er göttlich war. What is the key quality of divinity? Was ist die Schlüsselqualität oder die Schlüsseleigenschaft von Göttlichkeit? To be good. To be good. Gut zu sein. God alone is good. Gott allein ist gut. God is love. Gott ist Liebe. Jesus was divine because he was goodness incarnate. Jesus war göttlich, weil er die Güte selbst im Fleisch war. Was the Spirit of God with him? War der Geist Gottes mit ihm? Yes. Ja. All the time? Jederzeit? Immer? No. Nein. Not on the cross. Nicht am Kreuz. And
On the cross, when the Spirit of God left him, Und am Kreuz, als der Geist Gottes ihn verließ, was he good? war er gut, blieb er gut, He was still good. er blieb immer noch gut. Or we would have been lost. Sonst wären wir verloren. If he was not still good, that would have been the end for us. Wäre er nach der Trennung von Gottes Geist nicht mehr gut, dann wäre das Ende für uns. That is why he had to be our Savior. He had to go to the cross, Deswegen konnte er allein unser Retter sein. take this upon himself. Er musste bis zum Kreuz gehen, das hier auf sich nehmen. On the cross, God left him alone, Am Kreuz ließ ihn Gott allein. and he still chose good. Und dennoch musste er und konnte er And das so, Gute wählen. so he brought humanity back from where Adam put it. Deswegen brachte er die Menschheit zurück von dem Ort, an dem sie durch Adam gelangt waren. Aber es war eine Gefahr, dass er es nicht schaffte, But there was one danger that he couldn't make it in Gethsemane war. when he was in the Garden of Gethsemane. Brach doch seine die menschliche Natur zusammen Then und es the ist human ein nature Engel, um ihn zu stärken. Fainted, and an angel had to come to strengthen him because he would have died right there. Yes, absolutely. Absolut. Ja. It's like the first night I came here. Es ist so, die erste Nacht, wo ich herkam, I had this cold and I had a little bit of a fever. hatte ich diese Erkältung und ein wenig Fieber. And after, it was yesterday, by the second preaching, I was weak. Und nach dem zweiten und dritten Vortrag war ich schwach. And the human nature fainted. Und die menschliche Natur wurde schwach. Or it wanted to. Oder wollte umfallen und in Ohnmacht fallen. But I was strengthened. Aber ich wurde gestärkt. So it's talking about Jesus' physical nature. It was breaking under the strain. Dort ist die Rede von Jesu physischer Natur. Durch diese enorme Belastung fiel er in Ohnmacht, er wurde schwach. But his spirit never failed. Aber sein Geist versagte nie. Ja, okay, aber Sein Geist hat die freie Entscheidung gefällt. Das ist das Wichtige. Sein Geist hat trotzdem die freie Entscheidung zu Gehorsam. His spirit still had the ability to choose, Yeah. to make the free choice. Mit anderen Worten, wenn wir das Wort Geist ersetzen, mit anderen Worten, If we substitute the word spirit, würde ich ersetzen mit substitute Identität, it mit with Bewusstsein. identity, with Also alles, was er nicht verloren consciousness, hat. everything which he did not Wenn lose Mensch geworden when he ist, became a man. war seine Identität, war sein Bewusstsein. When Also he became flesh, nur was his er war identity, Gottes Sohn. his Sonst hat er consciousness göttliche Eigenschaften verloren. was divine. All the divine attributes, powers he had left behind. Alles. Yeah, but let me be a little more specific in trying to identify it. Okay, ich möchte etwas spezifischer werden. Ich möchte noch detailliert erklären, was ich meine. Jesus left heaven. Jesus verließ den Himmel His power was left there. und seine Kraft wurde dort zurückgelassen. All his magnificence and glory were left. All seine Größe und Herrlichkeit wurde dort zurückgelassen. Did he leave his memories behind? Ließ er seine Erinnerungen zurück? Das ist Identität. Yes, he did. Ja, das tat er. I will demonstrate it for Und you. ich werde es dir zeigen. When he was in Mary's belly, Als er im Bauch der Maria war, did he remember anything? erinnerte er sich da in dem Moment an alles? Wann? When he was in Bauch. Mary's belly, did he remember anything? Als er im Bauch der Maria war, erinnerte er sich da an alles? Then no. Was he then divine? War er aber göttlich? Das ist totale Verwirrung. Echt jetzt. Wirklich This is totale Verwirrung. total confusion. Wenn er Kind war, 12 Jahre alt, George, wenn er Kind war, 12 Jahre alt, When he was a 12-year-old er hat boy, etwas sehr Merkwürdiges gesagt, was keiner je gesagt he hätte, said dass er something very da oben strange, hört. which no other child would have said. Nicht He heard that, he remembered hearing that up there. but we must go step by step Wir müssen Schritt für Schritt and accept the consequences of what we find at each step. vorangehen und die Tatsachen anerkennen, die wir auf jedem Schritt finden. Before he became 12, Bevor er 12 wurde, he was 1 year old. war er 1 Jahr alt. Before he was 1 month old in his Bevor mother's er 1 belly. Jahr alt war, war er 1 Monat alt im Bauch der Maria. So the point I'm making
Der Punkt, auf den ich hinaus will, is how we define the divine spirit. ist, wie definieren wir den göttlichen Geist? Must be consistent at 1 month, Und diese Definition muss konsistent sein. Das bedeutet, es muss genau so sich hindurchziehen, wenn er 1 Monat, 1 year, 1 Monat alt ist, 12 years, 1 Jahr alt, 12 Jahre alt, 30 years. 30 Jahre alt. It's the same divine Es spirit. ist derselbe göttliche Geist in ihm. The spirit is developing. Der Geist entwickelt sich. The Bible says it. Die Bibel sagt das. He increased in wisdom and stature. Er nahm an Stärke und an Weisheit zu, sagt die Schrift. So what came into Mary's belly Was also in den Bauch der Maria hineinkam, had no wisdom, hatte keine Weisheit, no knowledge, kein Wissen, no memories. keine Erinnerungen. What made it divine is what I'm trying to get my finger on. What made it divine? Was war es also, was ihn zu einem göttlichen Wesen machte? There was a Ich möchte den quality. Finger There drauflegen. was a quality in that spirit. Es gab eine Eigenschaft, eine Qualität in diesem göttlichen Geist, At every moment of its existence, from eternity to eternity. was beständig blieb von Ewigkeit bis zu Ewigkeit And und that's nie sich geändert hat. That We cannot define exactly what a spirit is. I agree. It's told, I agree. But But so we are just trying to wir versuchen work within the parameters of what is revealed. lediglich innerhalb der Parameter uns zu bewegen, die uns offenbart sind. When you apply this criterion, looking at from eternity to eternity, Wenn wir dieses Kriterium anwenden und von Ewigkeit zu Ewigkeit betrachten, wie er ist, the different levels of Jesus' existence, und die verschiedenen Stadien der Entwicklung Jesu und des Daseins Jesu betrachten, in every moment still being divine, und wir erkennen, dass er in jedem Moment göttlich war, egal wo er sich befand. the one quality that remains Die eine Qualität, diese eine Eigenschaft, die immer bei ihm war, is that nie verließ, he was always good in himself. war, dass er immer in sich selbst gut war. When he was a was für ein Beispiel ist für mich, ist nicht Then what is he? mich selbst. Das verstehe ich nicht mehr. What kind of an example is he then for me? Because I'm not good. How can I who follow him? told you that he's your example? Wer hat dir gesagt, dass er dein Beispiel sein soll? Nee, ich weiß, dass Jesus für mich, für uns alle, der Meister ist, der größte Beispiel ist. I know that he is the biggest example for us all. Who told you that, George? Wer hat dir das gesagt? Die Bibel sagt The Bible says it. weil er Give me the verse. alle Gib mir den Vers. Schwierigkeiten in sich getragen. He had all the weaknesses of him. Deswegen ist er unser Beispiel. Because of this, he is our example. That's what Hebrews says. Here's what the Bible says. Hier ist, was die Bibel sagt. The Bible says he's our Savior. Die Bibel sagt, er ist unser Erretter. The Bible says he's our high priest. Er ist unser Hohepriester. He's our substitute. Er ist unser Ersatz oder unser Opfer. A wrong theology says he's my example. Eine falsche Theologie sagt dir, er ist mein Beispiel. It's the theology that desires to imitate him. Es ist die Theologie, die versucht, ihn nachzuahmen. But the Christian life is not achieved by imitation. Aber das christliche Leben wird nicht erreicht oder empfangen durch Imitation, durch Nachahmung, We achieve it by receiving what he alone could do. sondern wir empfangen das göttliche Leben dadurch, was er allein vollbringen konnte. So that's why I object to the idea of him needing to be an example. Und deswegen bin ich gegen die Vorstellung, dass er unser Beispiel sein soll. He was different. Er war er war anders. He had to be different, Er musste anders sein, or he could not have saved us. sonst hätte er uns nie erlösen können. Because you couldn't do it. Denn du konntest es nicht tun. And no human being could do it. Und kein menschliches Wesen kann es tun. So he had to be different. Er musste also anders sein. But we just have to identify carefully what the difference was. Wir müssen nur sorgfältig identifizieren, was dieser Unterschied war. The only difference is that I was born loving to do what is bad. Der einzige Unterschied ist, dass ich geboren wurde mit der Liebe zu dem, was böse ist, was schlecht ist. From the moment he was born, do you know what the Bible says? Von dem Moment an aber, als Jesus geboren wurde, wisst ihr, was die Bibel sagt? He loved righteousness and hated iniquity. Er liebte die Gerechtigkeit und hasste die It was Ungerechtigkeit. in his very nature. Das war in seiner Natur vorhanden. That's why he could take the place on the cross that nobody else could take. Aus diesem Grund konnte er den Platz am Kreuz einnehmen, den niemand sonst hätte einnehmen können. Aber es steht ja, er wurde an uns gleich, damit er uns verstehen kann,
in unserem But Wesen. it stands written that So, und ich denke, he had to be just as we are in everything so that he could understand us. He could have. Aber er wollte nicht Er hätte sich trennen können von von. seinem Vater. Aber er He wollte could nicht, weil have die separated Liebe zu seinem from Vater so God groß just as war, we did, but he couldn't. He didn't choose it. Denn es heißt doch, er wurde in allem gleich wie wir, uns Because it says verstehen zu können. he has become in everything the same to be able to understand. Das heißt nicht, I'm going to ask a dass question. er sündigen muss, aber That doesn't mean that he has to sin. He understood us because he had also the temptations on him. He was tempted just the same. One at a time, please. Okay, einer nach dem anderen bitte. Yes. And because he had this connection, he couldn't fall. Connection to the Father. Erwin, durch seine Geburt von einer Frau, hat er früher gesagt, wurde Jesus zu den gleichen genetischen Gesetzen wie uns unterworfen. By birth, he was put under the same genetic conditions as we are put. Yeah. I'm going to ask a question of George. I won't ask my sister, I'll ask George. Ich möchte nicht meine Schwester fragen, Schwester Doris, sondern ich möchte meinen Bruder Georg fragen. It's a terrible question, Es ist eine schreckliche Frage. so I prefer to ask you. Deswegen bevorzuge ich dich, dir die Frage zu stellen. You have the same genetics as all human beings, basically. Du hast dieselbe Genetik wie alle anderen Menschen, wie die ganze menschliche Rasse im Grunde genommen. Do you have a desire to sexually abuse babies? Hast du das Verlangen danach, kleine Kinder sexuell zu missbrauchen? Ja. Was für eine Frage, das also Yes, but what kind of a question is that? Die genetische Prinzipien, Because the die genetic für uns principles, sagt, aber hat nichts zu tun mit der Frage, die er jetzt gestellt hat. this has nothing to do with the subject at hand. What you Das ist are eine asking. genetische Is your answer yes or no? This is a genetic sickness. Ist deine Antwort ja oder nein? Wenn mein Vater nicht sexuell Missbrauch gewesen wäre, ganz bestimmt oder sehr, sehr wahrscheinlich. If my father would have had this problem in his life, most probably I would have the same problem. Do you have it? Hast du dieses Problem? Nein. Do you hate it? Hast du diese Einstellung, dieses Problem? Hast du es? Hast du hassen? Ja, natürlich. Yes. He hates it. Right. I would leave my children with you. Dann würde ich meine Kinder dir überlassen. Ich würde sie dir anvertrauen. I would not be afraid Ich hätte keine Angst, because you hate it. weil du es hast. Richtig, ja. If you loved it, Würdest du es lieben, I would not trust them with you. würde ich meine Kinder dir nicht anvertrauen. Even if you made me a promise. Selbst wenn du mir versprechen würdest, You are human. du bist ein Mensch, The child abuser is human. der Mensch, der andere missbraucht, ist ebenfalls Mensch. The difference is your mind and attitude. Der Unterschied ist dein Geist, deine Einstellung. It's not your genetics. Das ist nicht deine Genetik. Now, Jesus had our genetics. Jesus hatte unsere Genetik, He did not have our mind. aber er hatte nicht unseren Geist. So, there are things, evil things, my nature might like. Es mag böse Dinge geben, die meine Natur mag, Your nature does not love it. und deine Natur aber verabscheut. Do you have an advantage over me? Hast du einen Vorteil gegenüber mir? Yes or no? Ja oder nein? Nein. Doch? Nein. No, Nein, yes. es ist verschieden. No, it's just a different thing. Thank you. Danke. Jesus had the same genetics. Jesus hatte dieselbe Genetik. But another spirit. Jesus had the same genetics. Jesus hatte dieselbe Genetik. But his mind did not love the things that we love. Aber sein Geist, sein Verstand liebte nicht die Dinge, die wir lieben. Is that an advantage? Ist das ein Vorteil? Genommen nimmt er mehr die Seite vom Vater als von der Mutter. Also es ist doch Er schön, will das nicht vom Vater angenommen. Es ist doch immer das ausführen. He only wanted to live out what he received from his father. Not true. Nicht wahr? He wanted to live out
what his nature Er desired. wollte das What is ausleben. nature? Let me touch here instead of here. Er wollte das ausleben, was seine Natur, wonach sich seine Natur gesehnt hat, was seine Natur gewünscht hat. Brother George, I'll let you make a point. I'll give my final illustration and we'll stop. Ich lasse dich noch sprechen, dann gebe ich meinen Abschluss und dann hören wir auf. Wenn wir über die Genetik sprechen, When we talk about genetics, das Genetik hat nichts if zu we have to- tun mit dem Geist. Okay? We- Genetik heißt we Körper, do not heißt talk Zelle, about the heißt spirit. Chromosom. Genetics has to do with the body. Ja. with the Of course, physical body. of course. Ja, natürlich. Aber es But- ist sehr wichtig, dass wir erwähnen müssen, It is very important that we have to dass mention die Genetik that the beeinflusst genetics das influence Verhalten des your Menschen, also den attitude, Geist des behavior, Menschen. the spirit of Sehr viel. the behavior of the spirit. Influence but don't control. Korrekt. Beeinflusst, aber kontrolliert nicht. Ich bin einverstanden damit, was er jetzt gesagt hat, dass Jesus unsere Genetik trug, aber nicht menschliche And I agree Geist. with you that Jesus had our genetics, but not the human spirit. Okay, Okay. perfect. Thank you. You have two ways Du hast zwei Wege, of explaining behavior. wie du Verhalten oder Benehmen erklären kannst. One has to do with a person's character. Der eine Weg, die erste Möglichkeit hat mit dem Charakter der Person zu tun. Where you consciously weigh issues Wo du bewusst Dinge abwägst and you make deliberate choices to operate a certain way. und du machst freiwillige Entscheidungen, du triffst freiwillige Entscheidungen aufgrund der Dinge, die du abgewogen hast. One is nature, Das eine hat mit Natur zu tun, where you operate beyond the conscious level. oder das andere hat mit der Natur zu tun, wo du jenseits der bewussten Ebene arbeitest. You do things on the basis of what is called instinct. Du tust die Dinge auf der Grundlage dessen, was man Instinkte nennt. You act without thinking. Du handelst ohne nachzudenken. We refer to the second one as nature. Und wir beziehen uns auf dieses zweite als Natur. And this instinct is built into the individual. Und diese Instinkte sind mit eingebaut in dem individuellen Menschen. A dog barks at the moon all night. Ein Hund bellt den Mond an die ganze Nacht über. You throw stones at him, Du bewirfst den Hund mit Steinen he's quiet for a while and he starts again. und er hört eine Weile auf und dann fängt er wieder an. This is nature. Das ist seine Natur. He can't help himself. Er kann sich nicht selbst helfen. The pig rolls in the mud. Ein Schwein rollt sich im Schlamm, This is nature. suhlt sich im Schlamm und das ist seine Natur. Now, human beings get angry when you hurt them. Menschen werden böse, wenn man ihnen wehtut. It's human nature. Es ist die menschliche Natur. It's not just genetic. Das hat nicht nur mit Genetik zu tun, It has to do with the mind. sondern mit dem Verstand, If you think it is just mit the dem body, Geist. Wenn ihr denkt, dass es nur der Körper ist, nur die Genetik, say to somebody, I despise you like a dog. dann sagt zu jemandem, ich verabscheue dich wie einen Hund. You don't touch him. Ihr berührt ihn gar nicht. He feels no physical pain, Er fühlt keinen physischen Schmerz, but he gets boiling mad. aber er beginnt zu kochen innerlich. His thought processes think about what you say. Seine Denkprozesse, denkt einmal darüber nach, was ihr sagt. His pride is hurt. Oder denkt darüber nach, was ihr zu ihm gesagt habt. Sein Stolz ist verletzt There's a reaction of great anger. He might shoot you. und er bewirkt eine große Reaktion von Zorn und er könnte dich erschießen vielleicht. This is not genetics. Das hat nichts mit Genetik zu tun, It's pride. sondern Stolz. It's a mental thing. It's a Das ist spiritual eine thing. mentale Sache, eine geistliche Sache. Now, we all understand physical nature, Wir alle verstehen, was die physische Natur ist. but many people don't recognize we have two natures. Aber viele Menschen verstehen nicht, dass wir zwei Naturen haben. We are born with two natures. Wir werden mit zwei Naturen geboren. We have the physical nature, Zunächst einmal haben wir die physische Natur, which can be genetically explained. die genetisch erklärt werden kann. And we have the spiritual nature, Und dann haben wir dieses Leben in uns, die geistliche Natur, which is beyond our capacity to analyze or explain.
explain. was jenseits unseres Vermögens liegt, das zu untersuchen und zu erforschen. But it's just as real. Aber es ist genauso real oder wirklich. Jesus was born with our physical nature. Jesus wurde mit unserer physischen Natur geboren. But where did he get his spiritual nature? Aber woher bekam er seine geistliche Natur? It came from heaven. Oder geistige Natur. Sie kam aus dem Himmel. Michael was in heaven standing before God. Michael, der Sohn Gottes, stand einst im Himmel neben Gott. God did a great miracle. Gott tat ein großes Wunder. And all of a sudden he wasn't there. Plötzlich war Michael, sein Sohn, nicht mehr vorhanden. Instead there was something inside a woman's belly growing. Stattdessen befand sich sein Sohn nun im Bauch einer Frau und wuchs heran. The physical part came from the woman. Der physische Teil kam von der Frau. The spiritual part Der geistige Teil was what remained of the one who had been standing before God. war das, was übrig geblieben war von dem, der dort neben Gott stand. That spiritual part was pure, holy. The angel said, Dieser geistige Teil war vollkommen heilig. Und die Engel, that holy thing und der Engel sagte zu Maria, dieses heilige Ding, das Heilige, which shall be born of you das von dir geboren wird, shall be called the Son of God. soll der Sohn Gottes genannt werden. He was holy before he was born. Er war heilig, bevor er noch geboren wurde. And it was not just because the Holy Spirit was in him. Und das war nicht nur deshalb, weil der Heilige Geist in ihm lebte, It's because he himself was a Holy Spirit. sondern weil er selbst ein Heiliger Geist war. And he had to be, or he could not have accomplished our salvation. Und das musste er sein, ansonsten hätte er unsere Erlösung nicht bewirken können. So on the cross, God's Holy Spirit left him. Am Kreuz verließ ihn also der Heilige Geist Gottes. And when God's Holy Spirit left Lucifer, Und als Gottes Heiliger Geist Luzifer verließ, he became Satan. wurde er zu Satan. And when God's Holy Spirit left Adam, Und als Gottes Heiliger Geist Adam verließ, he took the entire human race into sin. nahm Adam die gesamte menschliche Rasse in die Sünde hinein. But when God's Holy Spirit left Jesus Christ, Aber als Gottes Heiliger Geist Jesus Christus verließ, he remained faithful. blieb er vollkommen treu. Hallelujah. Halleluja. He was just what we needed. Er war genau das, was wir brauchten. Praise God for such a Savior. Dank sei Gott dafür. Let us pray. Lasst uns beten.